Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefleet GOTHIC ARMADA und wir sind in der zweiten Mission. Your first assignment is to Verräter ausschalten, also auf geht's. Das Intro müssen wir nicht nochmal hören. This interface helps you prepare your fleet for the next mission. At the head of every fleet is the flagship. You must select one of your vessels as the flagship for each assignment. Choose your dauntless light cruiser as the flagship for this first operation. Sieh mal einen an, wir haben auch eine Dauntless Mark II. Die kosten jeweils Punkte, also wir haben Flottenpunkte You zu have verteilen. another captain assigned to your command. This captain commands a dauntless light cruiser and will assist you for the duration of the mission. Add his ship to your fleet. The Pride of Moab. Smaller ships of the escort class can provide fire support or scout for the enemy. The Firestorm frigates are a good choice for this assignment. Eine Firestorm soll ich nehmen. Once your Vertrauen wir fleet is immer. prepared to engage the enemy, you should set course for the target system at once. Und dann auf Bereit drücken. So einfach ist die Flottenzusammenstellung. Haha. Admiral, the fleet has reached the last known position of the heretic ships. Their sedition must not stand. How shall we deploy our flagship? Okay, wo müssen wir denn hin? Wie schaut das überhaupt aus? Also hier haben wir eine Station in der Mitte. Macht das Sinn, auf die Station zu fliegen? Ach, ich muss hier erstmal drücken. Guck mal. Hier einsetzen. Warum soll ich die denn hier einsetzen? Na gut. Now you must select how you wish to deploy remaining ships of the line. Now that your cruisers are deployed, you must next determine where to place the Firestorm escort vessels. Da sind ja keine Vessels, ist ja nur einer. Your new promotion has placed you in command of the entire fleet, Admiral. Wow. That means you can order your captains to adopt engagement modes during the battle. These engagement modes define how your captains act in battle. You can change the engagement modes at any time. Admiral, the Firestorm escort ships have powerful prow weapons. I would advise setting these ships to a frontal attack. A good understanding of each ship's weapons is the best way to know which engagement mode to use. Okay. The macro cannons on our ships are most effective when fired at short range. Ach, und das ist die Reichweite. Now that we've deployed the fleet, it is time to root out these rebellious traitors. Automatischer Angriff. All ships, coordinate your movements. We will advance as one group at the same speed. We will set course for a gas cloud and use it to ambush the rebel ships. Okay. Once our ships enter the gas cloud, it should mask our fleet's emissions. Engines to maximum. Oh, zu Wunsch und identifiziert. Das ist natürlich doof. Cruising speed set. Warum kann ich dann plötzlich nicht mehr mit den Pfeiltasten steuern? Ach, mit WASD geht's jetzt aber. Na gut. Awaiting orders. Was hat denn der eigentlich für eine Reichweite? 3K nur? 6K. Kann ich doch auf 6K machen. Wenn er eine 6K Reichweite hat, kann ich den auch auf The Distanz gas lassen. cloud conceals our fleet, sir. We're invisible to the enemy ships. Excellent. The trap is set. Now we wait for our prey. Sir, I've detected an enemy vessel. Shall I engage? Wait until you have identified your target, Captain. I have a probe ready to launch, Admiral. That ought to tell us what we're looking at. Very well, Captain. Ah, cool. Er hat eine Sonne. Launch the probe. Choose where you want the probe to go. The probe will identify any nearby signals. Oh, ich dachte jetzt, er bewegt sich. Ich wollte es noch durchlesen. Um die Position mit einem bestimmten Tempo, Reichweite unbegrenzt. Unbegrenzte Reichweite. Okay. Das ist ja witzig. Da braucht man doch keine Scouts mehr, wenn man sowas hat.
Ihr fliegt mit einem Tempo von 600. Ist auch relativ fix eigentlich, oder? All readings are confirmed. That ship belongs to the traitorous rebels. Now that we have identified the ship, our weapons cogitators can automatically target the enemy vessel. All ships, attack the enemy vessel. Warte mal, ich hab At your doch command. Torpedos, ne? Helm coordinates acknowledged. Oh, ich glaube, das war schlecht Yes, geschossen. Admiral. Oder? Oder? Oh. So, Admiral Spire, did Ravensburg send you to bring us to Hier? There are other powers in the galaxy besides the Imperial Admiral. They can reward you for your skill and your devotion. Kann ich den Blitzschlag ausüben? Naja, auf jeden Fall kann ich den hier machen. Yes, Admiral. Oh, der kriegt aber gerade. The enemy's void shields are down. Sir, I suggest that we concentrate fire on their plasma generator. Targeting the plasma generator drains the ship's nice. power. They'll have difficulty using their warp engines. Critical damage to the enemy ship, sir. Their void shield capacitors are destroyed. Hier habe ich leider doof geschossen. Course plotted. Was ist das hier? Nachladen. Your orders? Achso, jetzt muss ich hier auf Angriff setzen. Engaging. Hab ich ja noch gar nicht. Hups. Lock on target. So, Entschuldigung. Notreparaturen brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Changing course. At your command. Der flieht ja, oder was? Underway. Admiral, this is a battle we cannot win. I'm taking What? my ship out of this mess. Admiral, he is activating his warp engines and preparing to disengage from the battlefield. This cowardice cannot be tolerated. Admiral, we must put an end to this pitiful display and make an example of this craven fool. Awaiting orders. Die exekutiere ich ihn dann. Last chance. This is Lieutenant Kraft. We've executed the captain and taken back control of the ship. Well Lord. done, Krath. You've been promoted to captain. Follow my orders and we'll get through this. As you command, Admiral. Orders received. Gucken, ob der da... Your Nee, der orders. lenkt woanders lang, ne? No, schade drum. Engaging. Blitzschlag. Yay, Blitzschlag erfolgreich. Nice. Ship ready. Feuer an Bord. Ah, Blitzschlag ist also im Endeffekt eine Teleportation der Truppen. Kann man dann über der Enter-Mannschaft, kann man dann über eine Awaiting höhere Reichweite orders. quasi durchführen. At your command. 10 Sekunden noch. Helm coordinates acknowledged. Cruising speed set. Ich werde einfach mal ein bisschen Speed hier. Targeting enemy vessel. Drehen wir mal. Dann hau ich dem jetzt Torpedos rein. For the Emperor. Eigentlich müssten die sitzen. The enemy ship has activated its warp engines and is attempting to disengage. I have a strike team of Navy armsmen ready to sabotage the enemy's warp engines. We must act quickly and use the ship's teleportarium to launch the attack. Setting course. Fool! Your faith in the Emperor is as false as your courage! Silence this heresy. Fire all weapons. For the Emperor! Oh, the Yes, Emperor! Admiral. Eine Sekunde, dann kann ich eigentlich auch die machen. Engines hot! We should keep our distance from the enemy ship, sir. It will soon explode. Engines hot. All ships.
You fought with valor this day, and proven yourselves worthy of the Imperial Navy. Ah, das war ein cooler Kampf. Set course to leave the system. I must report our victory to Lord Admiral Ravensburg. Was man alles beachten muss da, ey. Aber dann weiß ich Bescheid. Nächstes Mal die Teleportation auch aufsparen, falls sie fliehen. Und die Dauntless Mark II ist auch aufgelevelt. Ist das nicht das gleiche Bild gerade wie von dem Typen, den wir umgebracht haben? Wirkt so. Kann mich aber auch irren. You've exceeded my expectations, Admiral. However, other seditious forces are making themselves known in the Gothic sector. I would like you to meet Fabricator Cambrius. He is in charge of the Adeptus Mechanicus shipyards at Port Moore. Admiral, you and your fleet can repair and upgrade your vessels at Port Moore. By the Omnissiah, my tech priests stand ready to assist you. Your current rank allows you access to the most common classes of vessel. As you grow in renown throughout the Gothic sector, larger classifications of ships will become available. Follow me, Admiral Spire. I wish to show you the sacred shipyards of Port Moore. Zur Station von Port Moore. Da bin ich mal gespannt. Sie haben Stufe 2 erreicht. Sie haben einen Slot für einen Kreuzer freigeschaltet. Sie haben einen zusätzlichen Einsatz pro Zug gewonnen. Port Moore is the largest and most sophisticated harbor in the Segmentum. Here, you can see what services are available to you at your current rank, experience, and renown. There are several shipyards in operation at Port Moore. Follow me, Admiral, and I will lead you to the docking bay. It is time to show you what my shipyard can provide to meet the needs of your fleet. Okay. This panel displays the statistics of an individual vessel. Using this interface, you can see your ship's standard characteristics. The weapons of your ship are also displayed here. Pay close attention to the weapons information displayed here in order to better understand your ship's capabilities. This panel displays the general attributes of your ship. Select the Crew Management panel to see more. Crew Management Panel. Ah, hier unten. Admiral, this is the crew of your ship. Every vessel has a particular captain and a specific set of crew. By focusing your attention on an individual crew member, the crew can improve their skills and benefit your ship in many different ways. The captain of this ship has earned a promotion. This grants you access to better quality crew. You should start by improving the skills of your navigator. He will then be better able to guide your ship through the tides of the warp. In addition, reconditioning will reset your crew abilities. Now, take a look at the ship's upgrades. You can install a new module on the light cruiser. Different systems on each ship can be improved with modules and upgrades. Such systems include engines, decks, and weaponry. These improvements are acquired by gaining renown during your missions. I have set aside an additional void shield for your ship. You can install it now to improve the ship's shield rating. Okay. Das Schild des Linienschiffs verbessert sich um 100 Punkte. Kostet mich 50 Ruben. Well done, Admiral. Now, try installing a tech module on your ship. The modules you can install improve different aspects of the ship. These aspects include defense, damage, control, support, recon, and maneuver. The number of modules that can be installed is limited by the ship's tonnage. Now, install the Shield Overload module. This will boost your shield's effectiveness for a short time during battle. Okay. Bild überladen. Ja gut, machen wir das. I must return to my communion with the machine spirits. Admiral, you should return to the sector map for your next assignment. Alter, wie viel das halt einfach ist. Hier kann ich aber auch noch ein Upgrade machen, von daher. Triebwerke, Deck, Rumpf, Bewaffnung, was es nicht hier alles gibt. Die Geschwindigkeit der Torpedos des Schiffs verbessert sich um 50%. Finde ich prinzipiell gar nicht schlecht.
Großer Vorteil von dem Schiff ist ja auch, dass es Torpedos hat. Ist das hier Brandschutzsystem? Extra Türme? Ich nehme mal einfach die Torpedos. Und hier könnte ich... Aber was bringt mir dann immer die Verbesserung? Verringert pro Stufe die Chance auf Meuterei um 10%. Wenn das Schiff 30% Rumpfintegrität erreicht, verringert pro Stufe die Chance auf Meuterei um 2%, wenn ein Linienschiff verloren wird. Okay. Meuterei ist natürlich doof. Dann ich upgrade mal den. Oh, scheiße! Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich versehentlich Rekonditionierung gedrückt und 100 Ruhmpunkte einfach mal verschwendet. So, ein weiteres Schiff kann ich schon mal nicht hinzufügen, oder? Doch, tatsächlich kann ich das. Dann habe ich jetzt 3 Dauntless. Toll. Kann ich die einzelnen kleinen hier auch? Ja, nur nicht ganz so viel, nicht ganz so stark wie die großen Schiffe und nicht so wie die Kreuzer, aber ich kann sie auch verbessern. Transporter haben wir übrigens auch. Wahrscheinlich für bestimmte spezielle Missionen. Die kann man auch anpassen. Sehr interessant. Okay, gehen wir zurück zum Sektor. Aber die Anpassmöglichkeiten sind ja unfassbar. The sector's High Strategic Council has met at Port Moore. The Council has a plan to secure the Gothic sector against these invaders, and you play a key role, Admiral. I will contact you soon to brief you on your next assignment. Okay, Zug beenden. Muss ich drücken? Was passiert dann? Our supply lines are being raided by Orc pirates. Several reports indicate that the Greenskins are harassing our forces, keeping them off balance. Admiral Spire, your orders are to escort an important Imperial convoy of equipment and food to Bladen. This world is suffering from the predations of the pirates, and millions will starve if these supplies don't reach their destination. Ork-Invasion. Bei Orks besteht eine moderate Chance, dass sie in jeder Runde ein System angreifen. Jeder Planet, den sie unterjochen, vergrößert die Chancen darauf, dass sie einen weiteren Angriff starten. Konvoi. Okay, Konvoi-Mission. Kann man sich, glaube ich, selber erklären. Angreifer vernichten sie mehr als die Hälfte und Verteidiger bringen sie mehr als die Hälfte über die Karte. Das ist also die nächste Mission. Da treffen wir auf Orks. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir doch ein Däumchen da und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Ciao.